Das Thema heute ist, wie packe ich meinen G-Lader richtig ein? Ist ja eigentlich ganz banal, muss man nur ein paar Dinge beachten, dann kommt er nämlich hier wohlbehalten an und das wollte ich euch jetzt kurz mal zeigen. Für die Überholung des G-Laders bei uns im Haus brauchen wir ja wirklich nur den Lader selbst. Also den G60-Lader, Laderrad könnt ihr natürlich immer dran lassen. Wir brauchen aber keinen Ansaugschlauch, wir brauchen keinen Auslassbogen, wir brauchen keinen Schalldämpferkasten. Auch die Befestigungsschrauben und Hohlschrauben, die ihr lösen müsst beim Ausbau des Laders, brauchen wir nicht. Beim G40-Lader, das Rad und die Halteplatte könnt ihr natürlich dran lassen. Den Auslassbogen, je nachdem, ihr könnt den wegmachen, wenn wir den Lader nur ganz normal überholen sollen. Wenn wir ihn noch sandstrahlen sollen, bzw. Glasperlstrahlen sollen, bzw. Pulver beschichten, könnt ihr den Bogen natürlich dran lassen. Für den Versand besorgt euch bitte einen stabilen Karton, der auch die richtige Größe hat. Sprich, der nicht zu groß und nicht zu klein ist. Der Karton sollte unten vernünftig mit Klebeband zugeklebt sein. Also hier nicht nur ein Streifen Klebeband, sondern 2 oder 3 übereinander stabilisieren so einen Karton nochmal deutlich. Dann packt ihr bitte unten als erstes nochmal ein Stück Pappe in den Karton, einfach um den Boden nochmal zu verstärken. Was ganz wichtig ist, dass der Karton unten mit Papier ausgestopft wird. Damit schafft ihr einfach nochmal eine Dämpfungswirkung, damit der Lader eben nicht unten auf der Pappe selbst direkt aufliegt. Bitte verwendet hier wirklich Papier, zusammengeknüllt, keine Folie, gerade so Luftpolstertaschen eignen sich überhaupt nicht dafür. Luftpolsterfolie unten ins Paket legen oder diese größeren Luftpolstertaschen ist echt blöd, weil passiert das am Transport, geht da ein Loch rein, wieso auch immer, dann ist die Luft raus und der Lader liegt unten auf dem Karton auf. Im nächsten Schritt packt ihr den Lader am besten nochmal in Noppenfolie ein oder andere Folie, einfach damit das restliche Öl, was einfach im Lader noch drin ist, nicht im Paket auslaufen kann und die Pappe aufweicht und einfach damit nicht zusätzlich irgendwie Dreck in den Lader kommen kann. Das Ganze ist natürlich auch nochmal ein Schutz, einfach in Sachen Stoßbeschädigung, also am besten Noppenfolie. Achtet am besten darauf, dass der Anschluss für die Ölrücklaufleitung hier nochmal extra geschützt wird. Das Paket muss mit Pappe, Papier oder anderem Stopfmaterial richtig gut ausgestopft sein, dass der Lader nachher einfach im Karton nicht mehr hin und her rutschen kann. Anschließend tut ihr einfach oben noch unser Auftragsformular, am besten in so eine Klarsichthülle, legt das oben rein, oben nochmal ein Stück Pappe zur Verstärkung drauflegen und dann ist der Lader eigentlich schon tipptopp verpackt. Vernünftig zukleben. Wichtig ist, dass der Lader nachher im Paket nicht hin und her rutschen kann. Dann ist er gut verpackt. So sollte der Lader also wohlbehalten bei uns ankommen. Wir haben das Auftragsformular gleich oben drin, wissen, um was es geht. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.